Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt wieder im Vivosun Zelt. Ja, hier haben wir unsere Ausrüstung vom Vivosun. Hier haben wir dann noch meine pH- und EC-Meter, die ich habe jetzt für das Setup. Die habe ich mir gekauft bei Amazon, die kosten 20 Euro. Die habe ich aber auch schon seit, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Oder 1 Jahr. Ja, 1 Jahr habe ich die jetzt. Da bin ich ganz zufrieden mit. Sind auch kalibriert. Und dann haben wir hier noch unseren Ventilator, der ab und zu mal mitläuft. Ne? Also es läuft ja alles über den Grow-Controller von Vivosun. Ja, ich weiß nicht, sieht man das einigermaßen? Ja, einigermaßen sieht man es. Das ist ein Blitz, das ist meine Beleuchtung halt. Von der Kamera sieht man es jetzt nicht so gut. Aber ne, VPD ist gerade bei 1,13, was ganz okay ist, würde ich sagen. Ne, wir haben 24 Grad im Zelt und 72% Luftfeuchtigkeit. Draußen auch 24% und 61% außerhalb. Ne? Ja, das Licht, nee, gar nicht. Der Ventilator geht in 10 Minuten wieder aus. Also der hier, ja, der in der Lampe. Und ja, und hier haben wir unsere Gelato Mint Automatic. Das ist unsere Automatic-Pflanze. Die ist jetzt 20 Tage alt. 20 Tage, 21 Stunden. Ich bin mal gespannt, wie groß die noch werden wird. Da es eine Automatik ist, weiß ich ja nicht genau, wann die in die Blüte gehen wird. Gute Frage. Ich denke mal so nach 3 bis 4 Wochen. Also ich denke mal so eine Woche noch vielleicht, wenn ich Glück habe, noch eine Woche. Mal schauen, ne, wie groß die wird. Also wir haben hier noch ein bisschen Space. So ist nicht, seht ihr ja. Oder hier. Ja, also von der Breite her können wir noch ein bisschen was machen auf jeden Fall. Also ich wollte ja auch noch trainieren ins Netz. Das Netz haben wir ja da oben in der Tasche drin hängen. Und wir haben halt nicht so viele Höhe, ne? Das ist das. Ne? Also das Zelt ist ja 1,50 hoch. So, dann haben wir hier schon 20 cm, naja 30 cm eher gesagt von der Höhe vom Topf. Dann haben wir die Pflanze hier. Dann haben wir da oben drüber rechts die Lampe von Vivosun. So sieht es hier aktuell alles aus. Genau. Jetzt läuft auch der Ventilator in der Ecke. Der geht jetzt wieder, alles wieder angegangen. Der geht mal so zyklusweise an. Ja, hier haben wir noch den Aktivkohlefilter hängen. Und ja, ansonsten habe ich hier gar nicht so viel drin. Klar, das Kabelmanagement habe ich jetzt gerade nicht so optimal gelöst, aber es ist so, dass es gut funktioniert für mich. Es muss nicht mal alles tipptopp ordentlich sein bei mir. So, ne, nur es muss halt nichts im Weg ist. Dann haben wir hier noch den Luftbefeuchter-Schlauch, ne, für den Luftbefeuchter, den ich habe. Von AC Infinity habe ich den und der tut seine Sache gut. Ne. Ist ein bisschen hell, weil ich den EC-Wert noch relativ gering habe. Ich habe den EC gerade auf 1,2. Ist aber okay so für mich. Beim nächsten Wasserwechsel werde ich den EC anpassen auf 1,8. Damit fahre ich dann ganz gut. Also das Setup von Vivosun macht auf jeden Fall alles automatisch. So, also ich gucke hier wirklich nur so einmal die Woche rein. Ich habe ja auch noch hier in der Ecke, was ihr mal seht, ja, da habe ich noch meine Growcam, auch von Vivosun. Also wenn noch Zeitaufnahmen kommen, damit kann man dann auch sehen, wie sie schön wächst. Und trotz dieses Ding hier aus dem Weg machen, weil es nervt mich jetzt gerade. Also dieses von dem Lift-Up-Dingern, von den Halterungen. So, das ist bestimmt auch im Kamerawinkel. Und ja, so sieht sie aktuell aus. So, gehen wir noch mal andere Positionen. Zeige ich euch mal noch die Wurzeln. Dann mache ich das mal eben kurz hier runter. So sehen aktuell die Wurzeln aus. Das Braune ist vom Dünger tatsächlich. Ja, was habe ich hier drin? Ich habe hier drin Terra Aquatica, den Grow-Dünger und dann habe ich hier noch, wie heißt das, dieses Wurzelstimulanz-Ding, dieses Rinson-Top, irgendwie sowas, dieses bräunliche halt. Und das ist es halt in den Wurzeln. Also hier ist keine Wurzelfäule oder sonst irgendwas. Also die Wassertemperatur in dem Eimer ist sehr kühl. Also hier haben wir 18 Grad Wassertemperatur, 21 Grad Lufttemperatur, was völlig in Ordnung ist. Und ja, also ich finde, die Pflanze sieht sehr gesund aus. Wie gesagt, ein bisschen hell, aber das legt sich beim Wasserwechsel, den ich jetzt am Mittwoch mache. Am Mittwoch ist wieder Wasserwechseltime.
Und dann, ja, dann wird es auch wieder besser aussehen. Und ich werde jetzt auch demnächst trainieren ins Netz rein. Das ist der nächste Schritt. Also der nächste Schritt ist jetzt das Netz reinpacken und sie dann schon mal ausweiten quasi. Habt ihr auch Automatics oder nutzt ihr lieber Fotos? Also ich benutze tatsächlich lieber Fotos. Die Automatic habe ich jetzt eigentlich tatsächlich nur genommen, weil ich den Samen noch da hatte. Bin ganz zufrieden auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich werde jetzt noch mehr Automatics anbauen. So, einfach damit ich die Samen loswerde. Habe auch noch viele von Fastbuds und sowas. Und die kommen jetzt auch noch alle dran. Also ich werde erstmal warten, bis der Grow hier durch ist. Und die anderen Grows. Ja, und dann gucken wir mal, was wir machen. Ob wir da noch ein paar Automatics reinballern. Ich will einfach meine ganzen Samen loswerden. Und eventuell machen wir bald noch wieder ein Giveaway. Weil ich habe jetzt die 6000 Abonnenten auf YouTube. Und auf Instagram haben wir jetzt 170, glaube ich, 170 Follower. Also würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall auch auf Insta folgen würdet. BlackGrow HB 2.0. Da gibt es auch immer Previews oder auch so ein bisschen mehr Persönliches, sage ich jetzt mal. Ne? So, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einmal vorbeischauen würdet und vielleicht ein Follow auf Insta da lassen würdet. Und ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne auf Insta schreiben. Ne? Also meine DMs sind offen. Könnt ihr gerne rein sliden. Ja, aber ich bin zufrieden mit dem Setup auf jeden Fall. Es ist schön angenehm leise. Den Tipp mit der Pumpe nach außen zu verlegen, habe ich natürlich auch befolgt. Ne, habe ich hier, jetzt steht sie hier draußen, tatsächlich auf dem Zelt. Das ist hier so eine, wie heißt die, Powerfly Ultra Quiet Air Pump MC3000. Genau, die betreibt halt nur diesen einen Topf und das ist schon ein bisschen overpowered, aber naja, zu viel kann nicht schaden, ne? Vor allem nicht bei den Temperaturen, die wir jetzt aktuell haben. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem System von Vivosun. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Da kann ich nämlich die VCure testen von Vivosun. Ja, das wird sehr interessant werden, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das war's auch mit dem Video. Hier ist nochmal der Controller, hier ist nochmal alles angeschlossen, seht ihr ja. Na, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.